ihr sehen könnt, habe ich, um mir die ersten paar Tage, ersten 2 Wochen zu erleichtern, habe ich mir einen Sensor gesetzt für alle, die jetzt gar keine Ahnung haben, was macht er denn da, was ist denn das? Das ist ein Sensor, um den Blutzucker zu messen. Funktioniert einfach mit einem einfachen Scan, werde ich euch auch noch zeigen. Erleichtert die Therapie um einiges, weil man sich nicht die ganze Zeit in den Finger pieksen muss und seinen Händen bzw. seinen Fingern mal eine Auszeit geben kann. Ich habe insgesamt 3 Sensoren mitgenommen. Ich würde auch keinem empfehlen, es sei denn, ihr habt wirklich einen riesen Rucksack, noch mehr mitzunehmen, weil alleine die nehmen schon ziemlich viel Platz weg und ihr könnt euch vorstellen, dass die Nadeln, Teststreifen, dass es auch noch ziemlich viel Platz wegnimmt. Wenn ihr mehr Sensoren mitnimmt, dann müsst ihr natürlich auch nicht so viele Teststreifen und Lanzetten mitnehmen, aber Nadeln sind leider das, was am meisten Platz wegnimmt. Also, der Sensor ist jetzt seit einer Stunde dran, das heißt, ich kann ihn jetzt benutzen. Vorhin, nach dem Frühstück, das habe ich irgendwie falsch eingeschätzt. Ich hatte so einen Bagel, der einfach verdammt viele Kohlenhydrate scheinbar hat. Da lag ich dann kurze Zeit bei 280. Habe das auch mit einem normalen Messgerät abgeglichen, das hat gepasst, also das scheint schon mal zu stimmen. Mittlerweile ist er bei 121, hat sich also bei ein paar guten Werten eingependelt. Außerdem habe ich noch eine Frio-Kühltasche. Das ist so eine Insulin-Kühltasche, die habe ich jetzt gerade hier ins Wasser gemacht. Ich habe davon 2 dabei. Eine von denen habe ich schon getestet in Deutschland. Die ist jetzt, glaube ich, schon seit 4 Tagen am Kühlen. Also die Dinger sind wirklich genial. Da mache ich jetzt gleich mein Insulin rein und dann ist das für meine Reise auch ganz gut verstaut. Hier im Hostel habe ich einen Spind, der steht direkt neben meinem Bett. Da werde ich dann, während ich hier im Hostel bin, werde ich das Ganze hier verstauen. Also denkt auch auf jeden Fall daran, Schloss mitzunehmen. Ich hatte das nicht, habe mir dann aber hier im Hostel eins gekauft. Ansonsten während der Reise werde ich das natürlich immer im großen Backpack oder eben auch in meinem kleinen Handgepäck dabei haben. Auf keinen Fall im Hostel das ganze Zeugs in den Kühlschrank stecken, weil im Hostel wird einfach verdammt viel geklaut. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich klar. Eine Sache hätte ich fast vergessen, und zwar die Insulinanpassung wegen der Zeitumstellung. Das hat bei mir gestern ziemlich gut geklappt, also die Werte waren in Ordnung. Ich hatte gestern Abend einen kleinen Ausreißer, mal über 200, 250 oder irgend sowas war es. Hatte aber auch, glaube ich, nur damit zu tun, dass ich mir eine ordentliche Pizza reingefahren habe. Ich würde allen raten, die noch eine kleine Restproduktion haben, also noch in einer Remissions- oder Honeymoon-Phase sind, wie auch immer man das jetzt nennt, dass ihr bei der Insulinanpassung vorsichtig seid, weil ich bin gestern fast auch unterzuckert. Habe halt sehr oft gemessen. Ich denke, das würde ich jedem empfehlen. Einfach regelmäßig messen, dann auch wirklich mal jede Stunde oder jede halbe Stunde vielleicht sogar. Ja, damit ihr die Zeit einfach ganz gut überbrückt und dass das gut funktioniert. Wie gesagt, bei mir hat es gestern gut geklappt. Wenn ihr Erfahrungen mit Zeitumstellung und Insulinanpassung habt, dann schreibt das doch einfach in die Kommentare. Da kann das vielleicht auch diskutiert werden. Kann man sich vielleicht ein paar Tipps geben, ein bisschen austauschen, damit der ein oder andere, der damit noch keine Erfahrung hat, vielleicht beim nächsten Mal ganz gut mit umgehen kann. Ganz wichtig, achtet auch darauf, dass ihr eure Ersatzpens auf jeden Fall an einem anderen Ort habt als eure normalen Pens. Ich habe es jetzt noch zusätzlich bei die Insulin-Kühltaschen gepackt. Könnt ihr natürlich auch in eurem Rucksack verschauen, da wo ihr halt der Meinung seid, dass es gut und sicher aufbewahrt ist. Das war es dann auch schon mit meinem ersten Video bezüglich Tipps und Tricks, die man so am Anfang von der Reise braucht. Wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, nehmt euch ein paar Sensoren mit. Gerade auch für die Anfangszeit ist das bestimmt angenehmer. Denkt an eure Kühltaschen und ja, so viel mehr war es ja auch gar nicht. Wenn ihr noch Tipps zur Insulinreduktion und sowas habt oder irgendwelche Anregungen, sagt mir Bescheid. Schreibt es in die Kommentare, diskutiert mit anderen Leuten darüber. Ist wichtig, finde ich, dass man sich auch darüber einfach austauscht und sich gegenseitig hilft. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, ciao!